Wusstet ihr, dass man für 40 € so eine Handheld-Konsole kaufen kann, die bis zur PlayStation 1 alles emuliert, was man da drauf wirft? Sogar so alte DOS-Spiele. Und dass die Spiele sogar mitgeliefert werden, obwohl das völlig illegal ist? For what? Arresting me for what? I thought this was America. Sogar wenn man sowas bei Amazon.de bestellt. Man kann auch etwas mehr ausgeben und bekommt dann sowas Zuckersüßes. Ah, ist das nicht schön? Oder hier mit Vollmetallgehäuse und WLAN. Getestet haben wir Powkiddy V90, Miyoo Mini und Anbernic RG 351 MP. Das sind schon gute Namen, oder? Alle drei Geräte haben wir ganz normal gekauft und sehr ausführlich getestet. Bleibt dran. Liebe Hackerinnen, liebe Internetsurfer, herzlich willkommen hier bei... Dieses Video wird gesponsert von CyberGhost. CyberGhost ist ein weltweit führender Anbieter in der Privatsphäre und Sicherheitsbranche, hat 38 Millionen Nutzer und ist das am häufigsten auf Trustpilot empfohlene VPN. VPNs verbergen eure IP-Adresse und verschlüsseln die übertragenen Daten. Mit der super leicht zu bedienenden CyberGhost-Software entsperrt ihr obendrein zum Beispiel über 35 beliebte Streaming-Plattformen wie Hulu oder BBC iPlayer, egal wo ihr euch geografisch gerade befindet. CyberGhost verfügt über mehr als 7000 Server in 90 Ländern, da findet man also immer eine gerade passende VPN-Verbindung. Die CyberGhost-Software gibt es für Windows, Mac, Linux, iOS, Android, Smart TVs und Spielkonsolen. Mit einem CyberGhost-Abo könnt ihr 7 Endgeräte gleichzeitig schützen. Wenn ihr den CT3003-Link nutzt, bekommt ihr 84% Rabatt plus 4 extra Monate obendrauf. Das entspricht 1,94 € pro Monat. Und es gibt eine 45-tägige Geld-Zurück-Garantie. Werbung Ende. Also 2 Sachen haben mich bei der Recherche zu diesem Video wirklich überrascht. Erstmal, wie beeindruckend gut die Emulations-Handhelds funktionieren, wie viel Spaß sie machen und wie viele es davon auf dem Markt inzwischen gibt. Und zweitens, dass da bei allen meinen Bestellungen immer eine MicroSD-Karte mit im Paket lag mit tausenden von sogenannten ROM-Images, also digitalen Abbildern der Module, Disketten, Kassetten, einfach komplett ohne Rücksicht auf die Copyrights, also illegal, sogar mit Spielen, die Sega und Nintendo heute noch verkaufen. Und wenn man jetzt sagt, ja, in China sieht man das lockerer mit dem Urheberrecht, eine der Konsolen habe ich gar nicht in China bestellt, sondern in Deutschland bei Amazon.de. Das ist aber auch ein schwieriges Thema, denn ich halte es für wichtig, dass Spiele unabhängig von der Hardware, auf der sie irgendwann mal liefen, erhalten bleiben. Stellt euch mal vor, man bräuchte irgendwie so ein Gerät aus dem 18. Jahrhundert, wenn man Goethes Faust lesen wollen würde. Ja, und die Hersteller machen da keinen allzu guten Job. Aber Piraterie ist natürlich auch nicht der richtige Weg. Hier oben gibt es ein Video von mir, in dem ich erkläre, wie man auf legalem Weg an solche ROMs rankommt. Die mitgelieferten ROM-Kollektionen der Handhelds, die ich hier getestet habe, waren übrigens allesamt völlig lieblos zusammengestellt mit doppelten Titeln, Rechtschreibfehlern in Dateinamen und vor allem garniert mit irgendwelchen absurden Bootleg-Spielen, die niemals offiziell erschienen sind. Oder kennt jemand von euch Super Mario 14? Solche komischen NES-Titel findet man übrigens auch auf etlichen Billigkonsolen, die mit so Namen wie 130 in 1 oder Retro-Mini-Konsole seit Jahren im Handel sind. Ich habe mal testweise für 11,72 € inklusive Versand diesen Pseudo-Gameboy bei AliExpress bestellt und es ist einfach ganz, ganz schrecklich. Das laggt, das flimmert, das verzerrt, das macht einfach überhaupt keinen Spaß. Vor allem sind die Dinger komplett fest verdrahtet, das heißt, dass da ein sogenannter Nintendo On-a-Chip-Baustein drin ist und das war's. Man kann also keine anderen Spiele drauf machen oder andere Systeme emulieren. Das ist einfach ein NES mit fest eingebauten Schrottspielen. Das mal als Warnung vorweg, sowas nicht kaufen. Dann lieber 25 € mehr ausgeben und dafür kriegt ihr dann eine richtige Emulations-Handheld-Spielkonsole. Also ein richtiger Computer mit Linux drauf. Das hier ist der Powkiddy V90. Den habe ich für 37,40 € bei AliExpress bestellt und das ist so das günstigste Gerät, mit dem man was anfangen kann, würde ich sagen. Auch hier lag meiner Bestellung eine MicroSD mit ROMs bei, aber auch sehr lieblos kuratiert. Ebenso wie das ganze Betriebssystem, so laufen zum Beispiel im Normalzustand Super Nintendo-Spiele wie so ein Sack Schrauben und auch sonst sieht das einfach alles nicht schön aus. Aber glücklicherweise ist das ja alles Linux-basiert und man kann das alles anpassen, beziehungsweise die Community. Es gibt da nämlich bei allen diesen Konsolen Leute, die das Betriebssystem schöner machen und das alles optimieren. Alles Open Source. Ganz wichtige Empfehlung für alle 3 Konsolen, immer ein Custom ROM installieren. Die haben aktuellere, besser laufende Emulator-Versionen dabei und außerdem ist das insgesamt immer schöner. Und die mitgelieferten
überlieferten MicroSD-Karten solltet ihr nicht verwenden. Nicht zwingend, weil das Zeug darauf illegal ist, sondern weil das Billigkarten sind, die dann gerne mal nach kurzer Zeit den Geist aufgeben. Das ist vor allem blöd, wenn da Spielstände drauf sind. Man kann nämlich bei allen diesen Retro-Spielen abspeichern, auch wenn das früher nicht ging, und man kann auch zurückspulen. Das heißt, sind heute ein bisschen einfacher zu spielen als damals. Kann man aber natürlich auch abstellen. Ich habe ja gerade gesagt, sieht alles schöner aus. Guckt euch das mal an. So sieht der Powkiddy von 90 aus, wenn man den aus dem Karton nimmt. Das ist doch eher so, oder? Und so sieht das Ding angepasst mit der Miu Custom Firmware aus. Allein schon die Einschaltanimation ist doch einfach alles viel schöner und läuft auch alles besser. Aber leider auch nicht alle Plattformen perfekt. Das ist auch kein Wunder, denn im V90 steckt nur so ein Single-Core 500 MHz All-Winner-Prozessor mit 32 MB RAM. 7 Jahre alt ist das Teil und das ist jetzt so eher untere Kante. Alle 8-Bit-Emulationen, also NES, Game Boy, Sega Master System, C64, das läuft da alles problemlos drauf. Die 16-Bit-Sachen vielfach auch, also Mega Drive und so. Allerdings sollte man beim Super Nintendo einstellen, dass bei Bedarf Frames übersprungen werden, sonst ruckeln einige Titel. Es laufen auch ältere DOS-Spiele mit DOS-Box und sogar einige PlayStation-Titel, aber oft nicht perfekt flüssig. Sowieso muss man beim V90 einige Kompromisse machen. Das Display hat nur eine Auflösung von 320 x 240 Pixeln. Das reicht für das ganze 8-Bit-Zeug, aber schon das SNES hatte einen Modus mit 512 x 448 Pixeln. Da muss man also runterskalieren. Okay, bei 3 Zoll Größe, das sind 7,6 cm Diagonale, fällt das jetzt nicht so ins Gewicht, aber gerade bei Textdarstellungen auf dem Amiga oder PC sieht das schon ziemlich unschön aus. Schön ist aber auf jeden Fall das Gehäuse. Das ist natürlich komplett abgekupfert vom guten alten Game Boy Advance SP. Aber ich finde, das Ding gehört zu den am besten designtesten Spielkonsolen der Geschichte. Leider fasst sich der V90 nicht so gut an wie ein Game Boy Advance SP. Der V90 ist aus richtig billigem Plastik, so richtig Überraschungsei. Das Teil ist zwar schön leicht, aber nicht gut ausbalanciert. Das kippt ein bisschen nach hinten weg. Außerdem fühlen sich die Tasten billig an und das Scharnier ist auch irgendwie nicht so wahnsinnig toll. Was mich aber am allermeisten fertig macht, wie bei Linux-Konsolen üblich, muss man das Teil runterfahren. Kann ja sein, dass gerade auf die MicroSD geschrieben wird, deshalb sollte man es nicht einfach ausschalten. Aber der V90 bleibt nach dem Herunterfahren eingeschaltet. Man muss also zusätzlich noch diesen Schiebeschalter hier auf die Ausposition stellen und das vergesse ich ungefähr bei jedem dritten Mal, was dazu führt, dass dann immer der Akku leer ist. Apropos Akku, da steckt einfach ein austauschbarer, nachgebauter Nokia-Handy-Akku drin. Und das ist ganz nice, weil man die überall kaufen kann. Nur lange durchhalten tut der nicht. Nach 2,5 Stunden ist dann oft schon Schluss. Für 12 € mehr gibt es den Mio Mini und der macht fast alles besser als der Powkiddy V90. Der ist schneller, der ist hochauflösender, der Akku hält doppelt so lange, die Tasten fühlen sich besser an, etc. etc. Nur vom Formfaktor gefällt mir der V90 einfach durch das Klappdesign besser. Das fühlt sich für meine großen Hände weniger krampfig an als der Mio Mini, aber da der ansonsten in allen Belangen besser ist, habe ich trotzdem lieber an dem gespielt. Das Dual-Core-SoC, der da im Mio Mini steckt, reicht problemlos für alle PlayStation 1-Titel, die ich probiert habe, und ich konnte damit sogar so alte PC-Demos mit DOS-Box laufen lassen. Faszinierend. Amiga-Demos gingen auch und Wing Commander und auch das allererste PC-Spiel der Geschichte, höchstpersönlich von Bill Gates programmiert, Donkey Bass. Herrlich. Mein absoluter Favorit ist aber Pico 8 oder Pico 8. Das ist eine Fantasiekonsole, die sich extra Beschränkungen auferlegt hat, damit man beim Spieleentwickeln nicht so komplett überwältigt ist. Und die Szene dafür ist riesig groß. Es gibt für Pico 8 wirklich richtig tolle Spiele. Pico 8 läuft auf allen 3 getesteten Konsolen, 100% problemlos, allerdings nur auf Mio Mini und dem Anbernic RG 351 MP. Ich mag meinen Mio Mini wirklich gerne. Der ist so knuffig klein und der Akku hält 4 Stunden. Und ich habe eigentlich so viel nicht auszusetzen. Außer, dass natürlich ein bisschen mehr Leistung für Dreamcast und noch neuere Konsolen schon schön wären. Was allerdings hart verwirrend ist, sind die Hardware-Revisionen von dem Ding. Ich habe 2 Mio Mini hier, einen älteren, einen neuen. Beide wurden mir einfach als Mio Mini verkauft und die neue Version hat etwas leichtgängigere Knöpfe und ein laminiertes Display. Das ist zwar gut, aber leider hat sie auch einen nicht mehr so leicht wechselbaren Akku. Statt sowas hier zum einfachen Rein- und Rausmachen gibt es nun sowas mit Kabel. Ja. Natürlich ist auch beim Mio Mini die vorinstallierte Software nicht so doll und deshalb empfehle ich hier Onion OS. Und super, hier kann man sogar das Boot-Logo ändern. Yes! Und schaut mal, wie viel cooler die Aufladeanzeige ist im Vergleich zur Standardsoftware.
So, und jetzt endlich zum Edelgerät. Der Anbernic RG 351MP. Statt aus Plastik ist sein Gehäuse aus Metall. Das wirkt echt nobel, allerdings ist das auch schwer. Der 351MP wiegt mit 270 Gramm mehr als doppelt so viel wie die anderen beiden Konsolen. Ich habe den Anbernic bei Amazon bestellt für 170 €, weil ich wissen wollte, ob da dann tatsächlich auch die Raubkopien mitgeliefert werden. Ja, werden sie. Bei AliExpress und Konsorten gibt es den 351MP ungefähr 20 € billiger. Hat also seinen Preis. Dafür ist auch ein relativ fettes Quad-Core SoC drin und die Leistung ist ungefähr vergleichbar mit einem Raspberry Pi 4. Bevor ich aber näher auf das Ding eingehe, erstmal neue Software drauf. Hier empfehle ich Ember Elec. Das ist richtig nice auf die Anbernic-Konsolen optimiert und als Startmenü dient hier Emulation Station, das man auch auf großen Emulationsmaschinen häufig benutzt. Anders als bei den beiden billigeren Geräten kann ich hier in den Menüs auch kurze Videos vom Gameplay laufen lassen. Das ist doch richtig schick, oder? Ist geil. Es ist geil. Ja, und auf dem 351MP läuft nochmal eine ganze Menge mehr. Zum Beispiel auch PlayStation Portable, Nintendo DS und Sega Dreamcast. Also zumindest viele Titel. Ah ja, und es gibt auch Linux-Ports von modernen Spielen, die man drauf laufen lassen kann, wie zum Beispiel Celeste oder Shovel Knight. Ein weiterer riesiger Unterschied ist die WLAN-Unterstützung. Das haben die beiden billigeren Konsolen nicht. Damit kann man zum Beispiel einfach einen Samba-Server aktivieren auf der Konsole und dann ROMs einfach per Netz drauf kopieren oder runter kopieren oder da mit SSH auf dem System rumfrickeln. Außerdem, und das ist für mich wirklich ein wichtiges Feature, nur mit Netzverbindung klappen sogenannte Retro-Achievements. Das sind von der Community ausgedachte Achievements für Spiele, die das eigentlich gar nicht unterstützen. Aktiviert man das, wird direkt in den Menüs angezeigt, ob das jeweilige Spiel solche Trophäen unterstützt. Erkennbar ist das am Pokal neben dem Titel. Etwas unschön allerdings, offenbar wegen des Metallgehäuses konnte Anbernic keinen WLAN-Chip ins Gehäuse bauen und liefert deshalb einen WLAN-Dongle mit. Der guckt da dann so hässlich oben raus und das ist eine ziemliche Sollbruchstelle. Ich habe mir den mit einem anderen Adapter hier so nach hinten geklebt, aber das ist nicht optimal. Dennoch kommt das Teil meinem Traum-Handheld schon recht nahe. Die Größe ist super für mich, ich hätte allerdings lieber ein Plastikgehäuse wegen des Gewichts und ein integriertes WLAN. Aber trotzdem, die meiste Zeit habe ich mit dem RG 351MP verbracht, einfach weil man da so schön an den Menüs feilen kann und das alles schön fummeln. Ach, herrlich. Und das muss man auch für alle diese Konsolen sagen. Ein bisschen Bock auf Frickeln muss man schon haben. Rundum sorglos Pakete sind das nicht. Aber die Community ist groß und es wird einem an jeder Ecke im Netz geholfen. Jetzt mein Fazit und das ist ganz schön schwierig. Ich finde nämlich den Powkiddy V90 vom Formfaktor am schnuckeligsten, aber durch die lahme Hardware macht der wirklich nur mit so 8-Bit-Zeug Spaß. Der Mio Mini ist durch den extrem kleinen Formfaktor sehr nice und auch leistungsmäßig besser, aber mein Favorit ist einfach der große, leider auch teure Anbernic RG 351MP, vor allem wegen der Video-Previews und den unterstützten Achievements. Ich habe den allerdings gekauft, bevor ich ein Steam Deck in der Hand hatte und ich würde deshalb wahrscheinlich im Moment sogar ein Steam Deck bevorzugen, einfach weil das Ding noch leistungsfähiger ist und dann noch mehr Software drauf läuft und es besser in der Hand liegt. Auch wenn es natürlich ungefähr 4-mal größer ist als der Anbernic und 5-mal so viel kostet. Es gibt übrigens für Steam Deck auch schon so eine Emulationsplattform, die heißt EmuDeck. Ist ganz cool. Eine weitere Alternative ist ein gehacktes Nintendo 3DS, auf dem Game Boy und Game Boy Advance Spiele nativ laufen. Oder auch ein Raspi 4 mit einem Handheld-Gehäuse. Ihr merkt schon, es gibt ungefähr Millionen Möglichkeiten, Retro-Spiele unterwegs zu spielen und es werden wöchentlich mehr. Wenn ihr euch nicht entscheiden könnt, hilft euch vielleicht diese Google Docs-Tabelle, wo die Leistungsdaten etlicher Handhelds drinstehen, inklusive einer Einschätzung, welche Plattformen die leistungsmäßig emuliert bekommen. Toll finde ich auch den englischsprachigen YouTube-Channel Retro Game Corp, der regelmäßig neue Handhelds aus China testet. Und ja, jetzt gehe ich wieder Pico 8 spielen. Tschüss.